Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Und ja, du hast dir bestimmt gedacht, komm, der Soulteye wird nach diesen News bestimmt ein Video raushauen. Und ja, das mache ich auch. Und zwar wird das ein Mecker-Video. Ja, also Leute, haltet euch fest. Es gilt nicht allen Wahlen hier im Spiel. Aber Leute, das geht nicht. Ich zeige euch mal was. Na, wir gehen mal hier auf meine Inbox rauf. Und ich lese euch das mal auf Deutsch vor. Im Untertitel wird es ja übersetzt. Grüße an alle. Die Leitung aller Server hat beschlossen, für diese Saison eine Ruhepause mit freundlichen Außenpostenkriegen einzuhalten. Auf diese Weise können wir uns alle auf die Entwicklung der Regionen und der Spieler konzentrieren. Auf die Entwicklung der Regionen. Die meisten Spieler auf den Regionen, die wollen wechseln. Ja, was wollen die da entwickeln? Ne? Okay. Damit wir darauf vorbereitet sind, in Staffel 8 gegen neuere, aber starke Regionen anzutreten, lasst uns etwas Spaß haben. Also Leute, ganz zum Anfang, ja, es gibt Wale im Spiel, die helfen ein, ja, es gibt aber auch Wale, die sind eigentlich praktisch nicht anwesend, aber bestimmen das komplette Spielgeschehen, ja, aktuell in der Season 7.5 ist das so, es ist egal, ob das eine Season ist mit einer 7.5, ja, also eine halbe Season oder eine ganze Season. In einer halben Season, Leute, ihr habt wenig Zeit, ihr könnt kämpfen, ihr könnt den Gewinner ermitteln. Das ist doch geil, ja? Wenn du eine richtige Season hast, die über 90 Tage geht, kämpfst du die ersten 2-3 Wochen und danach ist 1-2 Monate Ruhepause. Dann ist gar nichts, dann ist auch ein Nap, ja? Also ist die halbe Season doch ideal dafür, einen Sieger zu ermitteln und nicht wie jede Season übrigens, jede Season zu sagen, nach 2 Wochen, wir machen mal einen Nap, wir konzentrieren uns auf die nächste Season. Ja? Nächste Season beginnt, wir werden kämpfen, ja, wir werden alles niederbrennen und weiß was ich was. Oh, sorry, nach 2 Wochen kommt ein Brief, du, wir machen einen Nap, wir konzentrieren uns auf die nächste Season und immer so weiter. Ja? Wenn die Wale also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, es kann nicht sein, dass die Wale oder einige Wale das Spielgeschehen anderer Spieler ja bestimmt. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn die Wale keine Lust haben, ja, auf Beschleuniger auszugeben, das verstehe ich sowieso nicht. Ne? Wer sich einen 140er oder 120er oder 100er Ezekiel leisten kann, der kann sich auch die paar Beschleuniger leisten. Ja? Aber davon mal abgesehen, finde ich es nicht sehr gut, dass die Wale das Spielleben bestimmen. Wenn die Wale keinen Bock haben, dann sollen sie doch aufhören. Ja, sollen sie eine Pause machen, in den Urlaub fliegen oder was weiß ich was. Die können dann sagen, okay, die Wale oder alle, die Ezekiel haben, die spielen diese Season nicht, weil wir machen Urlaub, das ist uns zu teuer. Die ganzen kleinen Spieler, die können jetzt mal den Season-Gewinner ermitteln. Die können auch RZT spielen. Ja? Und apropos RZT, das ist auch so ein Ding. Okay, ja, lieber Wal XY, du gewinnst die Season und wir gewinnen RZT. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, vor der Season wird schon bestimmt, wer die Season gewinnt und wer RZT gewinnt. Das ist auch so ein Unding. Ja, ihr bevormundet damit die ganzen kleinen Spieler. Ich kenne so viele kleine Spieler, die geben wirklich viel Geld aus für deren Verhältnisse. Die wollen stärker werden und dadurch, dass sie stärker werden, wollen sie sich natürlich auch beweisen in Kämpfen. Und ja, aber wenn keine Kämpfe stattfinden oder die Season immer, von vornherein schon abgestimmt ist, weiß ich nicht, warum die kleinen Spieler noch Geld ausgeben sollten. Vielleicht müssten die Entwickler das so machen, dass das Season-Ende nicht so langweilig wird und dass die Belohnungen so geil werden, dass selbst ein Wal sagen müsste, ja, ein Nap? Nee, auf keinen Fall. Die Belohnungen sind so geil, die will ich unbedingt haben. Ja? Aber die Belohnungen zum Season-Ende, die sind halt total, ja, die sind nix, das ist Rotze. Ja? Und ich weiß nicht, also genau wie letztes Jahr war ich auf dem Server drauf und da war RZT-Finale und mein Server war im Finale und ich habe gefragt, du, warum spielt ihr überhaupt nicht? Ja, es ist uns zu teuer wegen den ganzen Beschleunigern. Ja, habe ich mir so gedacht, ihr seid bis ins Finale gekommen, haben ja viele Beschleuniger ausgegeben und dann kommt ihr mit der Ausrede, ja, es ist wegen den Beschleunigern. Ja, ist ja okay, dann spielen die Wale halt nicht, ja, von den beiden Clans und lasst die kleinen Spieler das auch austragen. Ja, das ist aber auch nicht wieder richtig und ja, ich habe so viele Argumente im Kopf, ich glaube, ich vergesse die ganze Hälfte. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Thematik hält. Auch wenn ich mir jetzt hier keine Freunde mache, aber das ist mir egal. Ich habe nun mal die Möglichkeit, hier zu euch zu sprechen, zu den kleinen Spielern. Ich kann auch einige kleine Spieler verstehen, die sagen, okay, eine Pause tut mal ganz gut, ja, aber Jungs und Mädels, ja, ihr habt jede Season eine Pause. Das ist das Ding, ja.
Also, ich weiß nicht, die Wale, keine Ahnung. Also, einige machen sich echt unbeliebt. Und viele sagen dann immer, ja, du bist doch ein Fanboy von IMAX oder von Voldemort, ja. Ja, natürlich bin ich ein Fanboy, ne? Das gebe ich auch zu. Ich mag IMAX, ich mag Voldemort, ich mag Dragonsteel, ich mag alle großen Wale, die Bock auf Kämpfen haben, ja. Und die nicht von vornherein sagen, du, nee, ich habe richtig Bock, ach nee, doch nicht. Ja, lass mal Nap machen. Ich kenne also einige Wale, die machen das jede Season und das weiß ich nicht, ne? Na gut, wie gesagt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, also... Wie gesagt, mein Schlusswort ist dazu, wenn die Wale wirklich keinen Bock haben, ja, lasst die Kleinspieler doch mal auch mal eine Season spielen, alle bis 300 Millionen Macht oder so, nicht Kampfkraft und auch das Spätzon-Turnier spielen. Ja, die würden sich so doll freuen, wenn die zum Beispiel das LZT-Finale unter sich austragen könnten, ja, ohne Ezekiel, ohne SWAT-Fahrzeuge oder was weiß ich was, ne, weil wenn die keine Lust haben auf Beschleuniger ausgeben oder so, dann, wie gesagt, lasst die klein spielen. Und dieses vor der Season zu sagen, du, hier, ihr könnt die Season haben, wir möchten den LZT-Titel. Oder nee, du, wir möchten die Season haben und ihr könnt den LZT-Titel haben. Ist auch wieder so ein vorgreifender kleiner Spieler. Ne? Ein LZT-Titel gewinnt keine Region, das gewinnt immer ein Clan. Ja? Gut, man kann hin und her wechseln, damit man die Belohnung bekommt, aber die kriegt nicht jeder. Ne? Und von daher ist das Ganze, das ist, ich weiß auch nicht, Jungs, das ist so ermüdend zurzeit. Aber naja, und jetzt nehmen sie hier die Staffel 8 ins Visier, ja, da wird es richtig krachen. Nein, es wird nicht richtig krachen. Ja? Es wird garantiert nicht krachen. Vielleicht die ersten 1, 2, 3 Wochen und danach ist tote Hose. Ja? Vielleicht kommen nochmal mehr Passagen auf die Karte, ja? Dann wird es noch langweiliger. Ja, dann stirbt das Spiel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ja, ich muss mich mal auskotzen, das ist echt Wahnsinn. Ja, meine Stimmung ist sowieso schon unten hier. Und dann kommt hier auch noch hier, ich habe es ja vorher gesagt gehabt, ne? Hier werden keine Kämpfe stattfinden, das wird alles abgesprochen. Nein, Sultai, wir sind bereit, wir brennen alles nieder auf Facebook, auf Discord, privat haben sie mir geschrieben. Und was ist? Sultai hat wieder recht behalten. Nap. Okay, ich will euch nicht weiter aufhalten, schreibt was in die Kommentare. Ansonsten, ja, mal gucken, wann das nächste Video kommt. Macht's gut, bis dann, euer Sultai.